In diesem Video rasieren wir Filament, indem wir es durch 9 immer kleiner werdende, aufgebaute Düsen ziehen und wir bauen ein automatisches Sieb mit eingebauten Magneten nach. Mein Ziel, das PLA Recycling Game noch weiter zu optimieren. Bleibt also unbedingt dran, denn es bleibt spannend. Nicht zuletzt, weil ich feststelle, dass ich Dinge mit meinem Shredder geschreddert habe, die ich besser nicht reingeworfen hätte. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid, empfehle ich euch unbedingt, meine anderen Videos zum Thema anzuschauen. Im ersten baue ich einen Artment 3D auf, schreddere meine Fehldrucke mit einem Blendtec-Mixer und produziere mein eigenes Filament. Und im zweiten Video rüste ich mein Setup mit einer fetten Granulatenmühle nach und teile meine Erfahrungen dazu. Hier im Video geht es aber um dieses automatische Sieb, das vom Kanal Leha Design erfunden wurde. Genau genommen habe ich von David Pfeiffer, also dem Erfinder des Artment 3D, davon erfahren. Er hatte mir per WhatsApp den Link zu einem Short geschickt und insbesondere die Idee vom Filament Shaver hatte mich sofort begeistert. Ich hatte mich gedanklich schon sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie man die Blobs aus dem selbstproduzierten Filament bekommt. Und die Lösung mit den aufgebauten Düsen musste ich sofort ausprobieren. Allein die Vorstellung, dass das selbst hergestellte Filament nie wieder im Drucker hängen bleibt, war einfach zu verlockend. Da auf der Webseite von Leha nur der Hopper bzw. das automatische Sieb zum Download zur Verfügung stand, habe ich den Kontakt auf Discord gesucht. Christoph hatte mir netterweise nach geschlagenen 5 Minuten schon die Datei geschickt und ich konnte mit dem Nachbau starten. Zuerst den Halter für die herausnehmbaren Düsenhalter, der Halterhalter und dann die Düsenhalter selbst. Dazu musste ich noch die gehärteten Düsen sowie passende Bohrer kaufen, um sie entsprechend auf 2,1, 1,9 und 1,7 mm aufzubohren. So sah mein Bausatz dann aus. Ich hatte mir zusätzlich noch diesen Spulenadapter gedruckt, um die Spulen später einfach mit einem Akkuschrauber einspannen und drehen zu können. Aufgebohrt habe ich die Düsen dann mit der Standbohrmaschine von Dennis. Das hat sehr gut geklappt. Damit ich später die richtige Reihenfolge nicht verwechsle, habe ich die Einschübe noch schnell beschriftet und dann die Düsen eingebaut. Sie werden in eine N6 Mutter gedreht und dann mitsamt der Mutter in den Halter gesteckt. Echt smart, muss ich sagen. An der Stelle möchte ich mich schon mal bei Christoph für diese Erfindung bedanken und natürlich auch dafür, dass er sie teilt. Wirklich stark. An den Anfang und das Ende des Halters habe ich noch diese PTFE Schlauchadapter geschraubt und dann musste ich mir noch schnell einen Halter für meine Filamentrolle ausdenken. In meinem Holzlager war dafür direkt die passende Bodenplatte, die dann direkt mit Löchern für eine kleine Erhöhung versehen wurde, auf der ich dann den Halter festschrauben konnte. Das sah mit den Sieben schon so richtig cool aus. Das Ganze habe ich dann nochmal auf eine Erhöhung geschraubt und mir dann noch einen kleinen Spulenhalter gebaut. So sah das dann aus. Links der Spulenhalter, von dem das Filament durch die Düsen in Richtung der rechten Seite gezogen wird und dabei hoffentlich alle Blobs rasiert. Ein erster Test war dann auch sehr vielversprechend. Ich habe das Filament mit ordentlich Tempo durch den Rasierer gezogen und es hat gut geklappt. Wie ihr seht, hatte ich noch keinen Rausfallschutz für die hintere Rolle, aber das war für den ersten Test nicht so wichtig. Ich habe dann erstmal meinen gesamten Vorrat durch den Filter gejagt, um neues PLA für den Druck des großen Siebes zu haben. Währenddessen habe ich aber auch bemerkt, dass ich teilweise noch größere Blobs als 2,1 mm habe, die dann trotzdem zu einer Verstopfung im Rasierer geführt haben. Ich habe mich darum entschieden, den Rasierer nochmal etwas zu tunen. Insgesamt wollte ich 9 Düsen verwenden, um so von 2,5 auf 1,7 mm in Zehntelschritten zu gehen. Entsprechend länger war dann auch der neue Halter und außerdem brauchte ich natürlich 5 weitere Düsenhalter. Einige übrigens in Blau, weil ich noch einen kleinen Rest blaues PLA hatte, das ich perfekt dafür verfeuern konnte. Den deutlich größeren Halter musste ich dann noch irgendwie an meine Konstruktion befestigen. Ich habe dann etwas gebastelt und mit diesem längeren Brett war das ganz in Ordnung. Zwar nicht mehr perfekt, aber für eine ungeplante Erweiterung auf jeden Fall okay. Den originalen Halter habe ich natürlich sofort wieder dem Recycling zugeführt, ist klar. Und dann konnte ich den ersten Test fahren. Diesmal habe ich die Spule hinten mit einer Zwinge gegen das Rausfallen gesichert. Man kann deutlich sehen, mit welcher Power der Rasierer die Blobs aus dem Filament reißt. Ein paar Halter muss ich übrigens noch aufbohren. Ich hatte nicht daran gedacht, dass das Loch im Düsenhalter gar nicht bis zu 2,5 mm geht und das Modell meine größeren Düsen darum erstmal gar nicht unterstützt hat.
Die Lösung war aber perfekt. Damit war das Problem der zu dicken Blobs Geschichte. Ab jetzt gibt es nur noch das Problem mit zu dünnem Filament, aber das steht auf einem anderen Blatt. Jetzt konnte es endlich mit dem Aufbau des automatischen Siebes losgehen. Zuvor hatte ich aber noch alle übrigen Rollen durch den Rasierer gejagt, um auch die letzten Verdickungen loszuwerden. Dann habe ich erstmal alle Teile gedruckt und damit das der Sache auch gerecht wird, natürlich mit meinem recycelten PLA. Der Rahmen, der auf die IKEA Sammlerbox kommt, besteht aus 4 Teilen. Dazu kommt dann noch der Siebhalter, das Sieb selbst und ein paar weitere Teile, wie kleine Steckverbinder, die Winkeleinstellung, die Verbindung zwischen Motor und Sieb, das Displaygehäuse, die Standfüße für den Trichter und natürlich den Trichter mit dem Loch für den Magneten. Der große Trichter ist wirklich riesig und einer der seltenen Gründe, an denen sich ein Druckraum von über 25 cm wirklich bezahlt macht. Das sind übrigens nochmal knapp 10 cm mehr als mein Lineal-Tattoo lang ist. Der gesamte Bausatz auf meinem Tisch sah dann so aus. Viele gedruckte Teile und ein paar Stepper-Motoren. Das Design ist echt cool, denn die Teile lassen sich einfach zusammenklippen. Durch die konisch geformte Nut gibt es dabei auch nur eine Richtung, in die das klappt. Der Deckel für die IKEA Sammlerkiste war dann schnell montiert. Und dann war auch schon die Einheit mit dem Display dran. Ich habe die Teile nicht nur gesteckt, sondern auch direkt verklebt. Übrigens lassen sich kleine Filamentfäden, also Stringing, auch gut mit dem Brenner entfernen. Und so sah die fertige Display-Einheit dann aus. Der nächste Schritt war dann, diese mit dem Deckeladapter zu verbinden. Das wird mit diesen kleinen Steckern gemacht. Und dann konnte auch schon der Motor in das Gehäuse geschoben werden. Passende Schrauben hatte ich natürlich da, sodass ich den Motor auch direkt festschrauben konnte und den Stecker ins Gehäuse legen konnte. Die Kabel noch kurz abisoliert. Es war etwas knifflig, die Kabel an den Treiber und dann in den Stecker zu bekommen. Beim nächsten Mal würde ich hier auf jeden Fall den Stecker zuerst verkabeln und dann im Gehäuse festkleben. Ja, lesson learned. Aber immerhin habe ich den Funktionstest gemacht, bevor alles eingebaut war. Weiter ging es dann mit dem Trichter. Er enthält eine Stützstruktur, die herausgebrochen werden muss. Dieser Trichter enthält auch das Loch für den Magneten. Hier werden später Metallteile aus dem Granulat gefiltert. Das Granulat wird also nicht nur nach Durchmesser gesiebt, sondern dabei auch noch von Metallpartikeln gereinigt. Der Magnet war übrigens wirklich sehr stark. Ich musste mit meinem eigenen Magnetimplantat aufpassen. Das wurde nämlich wirklich sehr stark angezogen. Abschließend wurde der Magnet dann noch festgeschraubt und so sah der fertige Trichter dann aus. Als nächstes konnte ich das Sieb montieren. Das wird vorne in den Rahmen geschoben. Direkt im Anschluss habe ich diese 4 Füße aufgesteckt, die später den Trichter halten. Gehalten wird jeder Fuß von einer Schraube und damit das Granulat im Betrieb auch wirklich über das Sieb transportiert wird und nicht einfach auf der Stelle springt, wird dieser Fuß zur Winkeleinstellung montiert. Von der Seite wird noch dieser Durchfluss bzw. Mengenregler eingeschoben und dann war ich auch schon grundsätzlich fertig. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich habe die beweglichen Teile dann noch großzügig mit Silikonfeld eingeschmiert und mich dann an die Montage der Übersetzung zwischen Motor und Sieb gemacht. Dazu werden in dieses kleine Teil 2 Muttern geschoben und auf den Motor gesteckt. Damit das hält, werden anschließend 2 Madenschrauben gegen die Welle des Motors gepresst. Und dann war es soweit. Ich konnte testen. Ich war auf jeden Fall schon sehr gespannt und habe mir dann erstmal etwas von meinem Granulat geholt. In den Hopper gefüllt und ein bisschen rumprobiert. Ein Learning war auf jeden Fall, dass eine gewisse Geschwindigkeit nicht schadet, damit das Granulat auf dem Sieb auch wirklich hin und her bewegt wird. Man sieht gut, wie das Sieb funktioniert. Das ausreichend kleine Material fällt hindurch in die Kiste unter dem Sieb und das zu große Material wird über das Sieb in die zweite Kiste am hinteren Ende transportiert. Und so ist der erste Tag und die Aufbauphase für mich geendet. Ein paar Tage später habe ich dann einen ersten Dauertest gestartet. Der ist aber relativ schnell gescheitert, weil mir die Verbindung zwischen Motor und Sieb immer rausgerutscht ist. Meine Lösung war dann, das Teil etwas zu tunen. Statt dem einschiebaren Stift ist mein Stift jetzt direkt im Teil enthalten und wird vorne mit einem Splint gesichert. Damit der Stab nicht so schnell bricht, kann man außerdem von hinten eine Schraube eindrehen. Das Teil ist außerdem generell 2 mm dicker als das Original und sollte nochmal etwas mehr Stabilität bieten. Und so sah das dann aus. Außerdem hatte ich noch das Problem, dass sich das Granulat ab und an im Trichter verhakt hat. Im Gespräch mit Christoph hatte ich die Idee, einen Vibrationsmotor an den Trichter anzubringen. Christophs Gegenidee hat mir aber auch gut gefallen. Ein etwas längerer Arm zwischen Motor und Sieb, der immer leicht gegen den Trichter klopft. Das habe ich dann auch kurz konstruiert und gedruckt
und es hat erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Leider musste ich den Aufbau dann in den oberen Stock des Bastelsaals bringen, da ich unten weiter am LKW arbeiten wollte. Übrigens, falls ihr wissen wollt, was dieser LKW ist, ich habe unten in der Beschreibung die Playliste verlinkt. Diese Gelegenheit habe ich genutzt, um erstmal aufzuräumen, und bevor es dann wirklich losgehen konnte, habe ich die PLA-Kurbelwelle noch durch einen Druck in ABS ersetzt und mir direkt ein paar auf Vorrat gedruckt. Man weiß ja nie. Die Welle aus PLA war nämlich schon nach kurzer Zeit relativ ausgeleiert und hat nicht mehr sauber gedreht. Zu guter Letzt habe ich dann noch eine riesige Version dieser Hundefutterschaufel gedruckt und dann habe ich wirklich meine ganzen 60 Kilogramm PLA durch das Sieb gejagt. Hinten fallen diese großen Teile raus, unterm Sieb das vermeintlich perfekte Granulat. Im Inneren des Trichters wird Metall rausgefiltert und auf der Vorderseite kämpft die Kurbelwelle gegen den Verschleiß, während der verlängerte Trichter ungehemmt gegen den Trichter schlägt. So stelle ich mir ein erfülltes Arbeitsleben vor. Sobald die Kiste mit dem feinen Granulat voll war, habe ich sie umgefüllt und das ganze Prozedere dann von neuem gestartet. Und jetzt lehnt euch zurück. Hier sind die 60 Kilogramm PLA im Schnelldurchlauf. Wirklich sehr befriedigend. Aus meinen 60 Kilogramm PLA habe ich immerhin ca. 20 Kilogramm gefiltert, die jetzt 4 mm breit sein sollten. Lasst unbedingt ein Abo da, denn in einem der nächsten Videos baue ich einen brandneuen Artmet 3D MKS3 Plus zusammen und teste damit natürlich dieses neue Granulat. Ich habe mir dann übrigens noch den Magneten angeschaut und ich war wirklich schockiert. Da war richtig viel Metall dran und das ganze Granulat war ja schon mal in meinem Schredder. Grüße gehen raus an meine Messer. RIP. Ich werde auf jeden Fall auch noch vor meinen Schredder einen Metallfilter bauen. Aber kommen wir zum Fazit. Was hat mich das gekostet? Ich habe 31,98 € für die Nozzles ausgegeben, die ich aufgebohrt habe. Insgesamt 36,56 € für Bohrer von 1,7 bis 2,3 mm. Nochmal 10,99 € für diese Schlauchverbinder, von denen ich bisher 2 Stück verwendet habe. 32,99 € für den Supermagneten. Für 10 Stecker, von denen ich einen gebraucht habe, habe ich 5,37 € bezahlt. Der Motortreiber hat mit 32,99 € zu Buche geschlagen. Das Netzteil mit 16,99 € und die 3 Stepper-Motoren mit 30 €. Wenn ich es mir jetzt schön rechne, lande ich effektiv wahrscheinlich bei knapp 150 €. Die Kosten für mein eigenes recyceltes Filament natürlich außen vor. Das war ja quasi kostenlos. Denn ihr wisst ja, der Preis für etwas Selbstgemachtes ist immer, ja, richtig? Unbezahlbar. Wirklich unbezahlbar. Ansonsten bin ich sehr zufrieden und froh, dass ich diese Maschine jetzt habe. Wenn ich überlege, dass ich das früher alles von Hand gemacht habe, das ist wirklich absurd. Die Siebmaschine ist wirklich sehr, sehr professionell konstruiert und man merkt, dass es von einem Profi kommt. Sie löst das Problem sehr gut und trägt einen wichtigen Teil dazu bei, eine berechenbare Extrusion bei der Herstellung von eigenem Filament aus recyceltem Granulat zu bekommen. Baut das Teil also unbedingt nach. Sowohl der Aufbau als auch die Benutzung machen wirklich großen Spaß. Und ihr wisst ja, je mehr Maschinen für euch arbeiten, desto besser. Mein Dank geht raus an Christoph fürs Erfinden, Teilen und den netten Kontakt. Schaut unbedingt auch auf seinem Kanal Leha Design vorbei. Die von mir modifizierten Teile habe ich natürlich auch auf Mechaworld veröffentlicht. Links dazu sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Was sagt ihr dazu? Eine sinnvolle Maschine oder unnötiger Schnickschnack? Lasst mir gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Das war's dann auch. Wir sehen uns in der Kommentarsektion und natürlich auch wieder im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.